Und deswegen war ich schon sehr erleichtert, als es jetzt vorbei ist. Dieser deutsche Gamer hat eine der größten Herausforderungen der Videospielgeschichte geschafft. 7 Spiele hintereinander, ohne einmal getroffen zu werden und ohne einmal zu leveln. Ein einziger Treffer, alle 7 Spiele wieder von vorn. Kurz nachdem er diese Challenge geschafft hatte, war Dinosun Guy bereit, uns bei einem Interview Rede und Antwort zu stehen. Wir haben ihm ein paar Fragen mitgebracht, die wir vorher auf Social Media von euch eingesammelt haben. Ich würde mich jetzt selbst nicht als Legende bezeichnen. Da wir wissen, dass Nico alias Dinosun Guy auch ein englisches Publikum hat, haben wir auch englische Untertitel hinzugefügt. Einfach in YouTube anmachen. Ich habe halt unfassbar viel Arbeit da reingebuddert. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Also ich mache diese No-Hit-Runs schon seit langer Zeit und mir macht es extrem viel Spaß. Auch wenn es ab und zu logischerweise ziemlich stressig ist. Durch diese Resets halt, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst. Und durch die ganzen Zuschauer und Stream ist es nochmal spaßiger, weil du dir halt währenddessen halt immer dich mit den Leuten unterhalten kannst. Sex on YouTube. Die Inspiration ist einfach. Also 2018 kam jemand in meinen Chat, Dark Souls Remastered kommt raus, willst du es nicht mal ausprobieren? Ich habe davor noch nie Dark Souls gespielt gehabt. Dann habe ich gesagt, ja komm, versuchst es halt mal. Nach ein paar Stunden wusste ich sofort, ich bin süchtig. Ich will unbedingt mehr. Und dann habe ich halt auf YouTube auch Content gesucht und bin dann so auf The Happy Hop und so gestoßen damals. No! Oh my fucking God! Diese No-Hit-Community war damals ganz, ganz, ganz klein noch. Hat er da einfach Dark Souls durchgespielt gehabt, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Ich war so, was geht? Das geht gar nicht. Dann habe ich halt mir das Video angeguckt und habe es dann halt irgendwann selbst versucht. Mit No Death angefangen und dann schnell gemerkt, hey, ich will mehr. Und dann habe ich No-Hit versucht. Of course. Und dann bin dabei geblieben einfach für mehr als 7 Jahre. Vor Jahren habe ich mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Also es ist nicht exakt das Gleiche, weil du halt keine Restriktion hast. Du kannst halt den Charakter hochleveln, jede Waffe verwenden, jeden Spell. Und wenn du halt Level 1 bist, dann hast du halt eine Menge Restriktionen, weil du halt nicht jede Waffe benutzen kannst und fast gar keine Magie und gar nichts. Und dann wird das Ganze schon wesentlich härter und das hat mich jetzt fast 2 Jahre gekostet. Und ich war wirklich froh, als es jetzt vorbei war. Also ich habe zwischendrin auch schon so gestruggelt halt, kann ich das schaffen? Weil hast halt diese Gedanken, weißt du? Bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich halt diese Wand habe, wo es halt einfach nicht mehr weitergeht. Und deswegen war ich schon sehr erleichtert, als es jetzt vorbei ist. Man fühlt sich auch ein bisschen leer und man hat halt eine Sache für so lange Zeit jetzt gemacht. Es gibt ja noch unendlich viele No-Hit-Runs, die ich grinden könnte und ich würde auch gerne mal andere Spiele ausprobieren, wie jetzt zum Beispiel Hollow Knight oder so. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da jetzt mal was anderes machen kann, als immer nur das Gleiche. Geplant war relativ viel. Wie gesagt, ich hatte die Spiele halt levelt, relativ gut drauf zu dem Zeitpunkt schon. Soul Sporting Hero Ring No Hit Run! Und dann habe ich die Level 1 Runs halt nach und nach gemacht und geschafft. Let's go! Dark Souls 3 No Shit Run! Aber es ist ein wesentlicher Unterschied, ein Spiel einmal hitless zu spielen oder halt so gut zu sein, dass du in ein Spiel reingehst, dann kannst du sagen, oh ja, ich habe jetzt eine 50% oder 60% Chance, dass ich da jetzt durchkomme, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Und dann halt 7 Spiele aneinander zu reihen, dann brauchst du ja dieses goldene Ticket einfach, dass alles gut geht, dass du perfekt spielst. Die Spiele sind ja nicht perfekt, weißt du, manchmal passiert irgendwas oder du kriegst richtig schlechtes RNG oder was auch immer. Oh my God, that was such terrible. Oh my God, I didn't get hit here in a million years. Ein Fehler reicht ja und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Sekiro hatte ich noch gar nicht drauf und Sekiro ist wirklich, wirklich ein hartes Spiel auf Level 1. Das hat schon eine Weile gebraucht, bis ich Sekiro dann auf einem Level gespielt habe, wo ich sagen könnte, oh ja, jetzt kann ich in Sekiro reingehen und es ist so 30-40%, dass ich da durchkomme, ohne getroffen zu werden. Hast du eine ungefähre Vorstellung, wie oft du die einzelnen Spiele jetzt quasi genau hittet hast in dem Verlauf dieser 2 Jahre? Hunderte Male auf jeden Fall. Also da sind Spiele dabei, jetzt wie Elden Ring oder so, die habe ich hunderte Male hitless gespielt. Ich hatte schon so Hits, die sind dann schon schmerzhafter als andere, wenn du weit bist halt. Ich hatte 2 Mal davor Spiel 7, beide Male an Spiel 7 gescheitert. Der zweite Spiel 7 Hit war in Sekiro. Also es war auch meine Schuld, aber es war halt eine Kombination aus einem winzigen Fehler, den ich gemacht habe und wirklich unfassbar schlechtem RNG. Dude, that was not my fault.
dude, that was not my fault, right? Und dann tut es schon doppelt weh. Sich dann da durchzuarbeiten und dann wieder von vorne anzufangen, ist schon nicht so einfach manchmal. Hast du dann am nächsten Tag direkt weitergemacht oder hast du dann auch erstmal kurz eine Pause gemacht, nachdem das passiert ist? Ich habe am nächsten Tag direkt weitergemacht. Ich habe am gleichen Tag, ich glaube, ich habe am gleichen Tag direkt weitergemacht. Ich fange dann einfach wieder von vorne an. Ich war dann so in diesem Mindset, ich muss das jetzt schaffen. Sekiro! Es geht einfach weiter. Ich muss dazu sagen, dass ich auch so Momente hatte, wo ich dann mal eine Pause gebraucht habe. Also ich habe letztes Jahr auch zwischendrin mal so einen Monat oder so Pause gemacht. Da habe ich eine Weile Elden Ring gezockt. Wie so ein Urlaub quasi von dem Run. Und dann lief es sogar, würde ich sagen, ein bisschen besser. Diese Marathons, die müssen gestreamt werden. Es muss halt klar sein, dass du das alles hintereinander weggespielt hast. Also nach einer Session musst du halt anzeigen, oh, dass der Charakter die und die Spielzeit hatte. Und dann gehst du danach, also am Tag danach wieder rein, live. Und dann zeigst du Spielzeit und Charakter. Ansonsten kannst du da halt rumdoktern dran. Es gibt ein offizielles Team Hitless und da kannst du dann deinen Run hinschicken. Und dann gibt es da Verifier und die gucken dann da drüber komplett. Theoretisch musst du den nicht dahin schicken, das kannst du machen, wie du willst. Und ich würde sagen, wenn jemand mit Hitless anfangen will, dann kann das jeder machen, ja, auf jeden Fall. Generell mit Hitless anfangen kann jeder, ja klar. Also ich mache jetzt erstmal keinen Marathon, ich brauche eine Pause. Ich mache jetzt erstmal Single-Game-Runs, also ein paar verschiedene, logischerweise. Ich habe noch keinen Sekiro Immortal Severances geschafft. Aktuell mache ich All Bosses Dark Souls 3 Pyromancy Only. Danach vielleicht dann Hollow Knight. Bloodborne All Bosses fehlt mir auch noch. No! Ich hatte auch noch New Vegas No Hit Run geplant, aber Fallout New Vegas No Hit ist relativ schnell gemacht, glaube ich. Da kommt halt noch Night Rain zwischendrin jetzt am 30. Mai. Ich bin mir fast sicher, dass man da einen No Hit Run machen kann, aber ich weiß nicht, wie spannend das wäre oder ob man, weil es halt auch so random. Vielleicht ist es spaßig. Ich kann es noch nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Normalerweise wechselt das immer so ein bisschen, was ich am meisten Spaß habe. Je mehr du was spielst, desto weniger willst du es dann irgendwann spielen, glaube ich. Im Großen und Ganzen ist Dark Souls 3 mit Abstand mein liebstes Spiel. Das habe ich auch am meisten gespielt und das kann ich auch am besten. Deswegen war es auch so gut für mich, dass das letzte Spiel war, weil ich da halt ziemlich sicher bin. Deswegen würde ich sagen, das ist mein liebstes. Und Dark Souls 2 ist ja mit Sekiro auf jeden Fall das Schwerste, aber Dark Souls 2 ist einfach, hat so viele Gründe, warum es so schwer ist. Also erstens ist es sehr lang, Sekiro ist halt ziemlich kurz. Die Level 1 Cluster auf Dark Souls 2 hat kaum Stats, also in jedem anderen Spiel hast du 10 von allem halt. Und in Dark Souls 2 hast du nur 6 von allem, also fast halbiert. Und in Dark Souls 2 gibt es halt noch zusätzlich dieses ADP, Adaptability. Das levelst du normalerweise in Dark Souls 2, dann werden deine Rollen besser, weißt du? Dann kannst du dodgen richtig und auf Level 1 kannst du es nicht machen. Und dann sitzt du da und kannst keine Attacken rollen manchmal, weil halt du nicht hochleveln kannst. Und du kannst keinen Bogen benutzen, weil du die Stats nicht hast, um einen Bogen zu benutzen. DS2 ist schon echt bombenschwer. Das hat mich schon das hat mir Nerven gekostet, sag ich dir. What? Brauche ich eine Pause von jetzt erstmal. Wann kommt der erste No-Hit mit verbundenen Augen? Ich werde nicht derjenige sein, der es versucht. Ich denke, einzelne Bosse kann man ganz gut machen, auf jeden Fall. Aber wenn es dann irgendwann so zu ganzen Spielen, weiß ich gar nicht, ob das richtig machbar ist. Aber es gibt Blindfolded Speedruns und alles mögliche, Ja, genau. ne? Also da gibt es schon echt ein paar. Bubsia ist, glaube ich, so im englischsprachigen Raum hieß in Super Mario. Das ist sicher nicht alles, was Nico zu erzählen hat. Falls ihr noch mehr Fragen habt, Kommentare oder schaut bei ihm selbst vorbei, wenn er live ist. Er beantwortet die sicher gerne. Und wen sollen wir als nächstes interviewen? The Happy Hop? Bubsia? PewDiePie? Elden Ring! No hit run! Level 1, baby.